I was back here. As he likely was. These pieces of time can frame us in I already heard this lecture. From light to shadow. From color Now Kate is being hassled again. And if Victoria's phone rings, this is real. Now, Shit! Can you give me an example of a Man, I photographer cannot who believe perfectly this. captured the human condition in black and white? Okay, if I'm crazy, Anybody? I might as well go all the way. Bueller? Can I actually reverse There you time? go, Victoria. Why Arbus? Ich will die Kamera wieder haben. I did Now, it. Can you give I me an actually example did of a it. photographer who perfectly I'm a captured the human human time condition in black machine. and white? Anybody? Bueller? Max, don't freak out. Not yet. There you go, Victoria. Why Arbus? Because of her Keep it images of together, hopeless Max. faces. You feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and When I children. took my selfie, Jefferson asked me a question. Portrait, right? Dann machen wir das doch If he mal. does again, I'll know this is for real. Keep that to yourself. Seriously, though, I could frame any one of you in a dark corner. Shh. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. I know I'm not Of dreaming course, this. as you all know, the It's photo real. portrait has been popular I can since tell. the early 1800s. Your generation So I was not can the go first back to in use time. images for selfie expression. What if that girl isn't dead I yet? couldn't resist. The point Can I remains save that her? the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for I need to go to the long bathroom as it's quickly been and around. check it out. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? I'm sorry. I feel sick. May I be excused? Nice try, Max. But you're not going to get away that easy. We can talk more after class. Is there anybody here Shit. who knows their stuff? Jefferson wants to keep me after Louis Daguerre class. was a French painter And I need who time to used save that girl. daguerreotypes. A process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. What if I rewind The again Daguerrean process and give him the right brought answer? out fine detail in people's faces, making them extremely popular. Warte, dann lass uns nochmal zurückgehen. Und jetzt redet sie mit mir. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Huch, da. The Daguerrean process, invented by a French painter named Louis Daguerre around 1830. Somebody has been reading as well as posing. Nice work, Max. The Daguerrean process made portraiture hugely popular, mainly because it gave the subjects clear, defined features. You can learn more when you actually finish reading the assigned chapters. Max is so far way ahead of everybody. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Max, you are not crazy. You are not dreaming. It's time to be an everyday hero. Ich glaube, wir werden mal... Wir kennen das alles ja noch. Warte mal, die Bücher habe ich gerade letztes Mal gar nicht gesehen. Moment, Entschuldigung. That girl needs your help now. Ach, verdammt. I see you, Max Caulfield. Don't even think about leaving here until we talk about your entry. Damn it. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Yeah, I'm not sure I have one. Given your selfie output, I'm sure you must have about 1,000 pics by now. It'll take a long time to find a good one. Max, don't wait too long. John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Go on now. Don't let me stop you.
Competition everybody in class is turning in a photo, so... Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Ich weiß nicht, was das bringt. Ah, weil ich jetzt Informationen bekommen habe, kann ich jetzt klugscheißen. I'm on top of it. I think John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Max, you're on fire today. All the right answers. Good. Make sure you finish working on it by today. I have faith in you. Aber die Frage ist... Pause. Die Frage ist, macht das... Muss ich gar nicht Pause machen, ich kann nicht durchlaufen. Macht das Sinn, jedes Mal zurückzuspulen und zu sagen, die perfekte Antwort zu geben? Ist das immer gut? I hope I have enough time to get to the bathroom. Please, please. I can't tell anybody. They'll think I'm crazy. When can you? Ja gut, hier war ja nichts. Mich hat ja niemand aufgehalten beim ersten Mal. So, jetzt wird's interessant. Können wir sie retten? Wir müssen uns eigentlich nur bemerkbar machen am Anfang. Retrace every step. I washed my face. I shredded my photo. Then the butterfly flew in. And I took a photo. Leave them out of this bitch! I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing down! Tell me what to do. I'm so I need a hammer to break it open. trying to control me. You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody Komm schon. ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! Oh, I need a hammer to break it open. no. No. More trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! Scheiße. Warte. They. Get that gun away from me, psycho! I need a hammer to break it open. Warum klappt das nicht? Don't ever tell me Da, what to jetzt do. da. I'm so sick of people trying to... No way. Don't ever touch me again, freak! Another shitty day. That did not happen. This cannot be real. I just saw a girl get shot and then saved her. What the fuck is going on? Do not freak out. Hey, do you hear that fire alarm? That means you should be outside. I had to use the bathroom. Girls always use that excuse. Excuse for what? For whatever you're up to, your face is covered in guilt. The alarm tripped me out. Then trip on out of here, missy. Or are you hiding something? Huh? Thank you, Mr. Madsen. The situation is under control. There's no emergency here. Leave Miss Caulfield alone, and please turn off that alarm since that's your job. Eine kurze Erklärung, warum ich so oft zurückgespult habe. Ich habe zuerst nicht gesehen, dass der Hammer schon dran stand. So, ich wusste nicht, ob jetzt gleich ein Gespräch losgeht, deswegen wollte ich es nur kurz zuklären. Hi. You look a little stressed out. Are you okay? I'm just a little worried about my future. You're sweating pinballs. Is that all you're thinking about? You can always be upfront with me, Max. Or have you done something wrong? Is that it? Well, Max, talk to me. Oh Gott. Nathan melden, die Wahrheit verbergen. Oh Gott, was tun? Das ist jetzt nicht wahrscheinlich eine folgenschwere Entscheidung, weil das dieses Bild so flackert. Gott. Soll die Wahrheit verbergen oder Nathan melden? Eigentlich ist es wichtig, Nathan zu melden. Immerhin, was er tut, ist falsch. Aber was hat das für Auswirkungen? Und hätte die eine ja fast erschossen, was wir ja verhindert haben. Naja, er hat sie eigentlich mal erschossen, aber hat sie ja jetzt nicht erschossen, sozusagen in diesem... Oh Gott, ist das kompliziert. Ihr wisst, was ich meine. Nathan melden, nicht melden. Nee, eigentlich Nathan melden. I just saw Nathan Prescott waving a gun around.
in the girls' room. Nathan Prescott. You sure? Yes, he was in the bathroom talking to himself with a gun. I saw everything. He was babbling like crazy. Okay, slow down. Slow down. So now you saw this without him seeing you. I was hiding behind a stall. I have the right to be there. It's the girls' room. I know. I just want to be completely clear what happened. Mr. Prescott happens to be from the town's most distinguished family, and one of Blackwell's most honored students. So it's hard for me to see him brandishing a weapon in the girls' bathroom. So what happened next? Then he left. I ran out here wondering what to do. Are you gonna bust him? This is a serious charge. I'll look into the matter personally. Thank you for bringing it to my attention. That's it? After what I told you? We'll continue this discussion later in my office. Please go outside with the rest of your class now, Miss Caulfield. Of course this academic drone won't do anything, since... Moment, ich muss das kurz überlegen. War das jetzt sinnvoll, sich so zu entscheiden? Gott, ich bin so... Wir haben jetzt nicht wirklich eine klare Entscheidung. Wir haben uns sozusagen angeschwärzt, aber es ist die Frage, hat das wirklich Konsequenzen für ihn? Es hat mehr eigentlich Konsequenzen für uns gerade. Andererseits, die Blauhaarige müsste ja dennoch wissen, dass wir sozusagen da waren und sie gerettet haben, wenn das rauskommt, dass ich ihn angeschwärzt habe. Oder es hat nur Probleme für uns. Oh Gott, ich kann es gerade überhaupt nicht sagen. Die Frage ist gerade, will ich zurückreisen und die Entscheidung nochmal anders treffen? Boah, ist das schwierig. Boah. Will ich die Entscheidung anders treffen? Und es für mich behalten? Momentan mache ich mir eigentlich gerade nur Probleme damit eigentlich. Oh, das ist schwierig. Ich treffe sie nochmal anders, die Entscheidung. Prescott family owns Blackwell now. Should I rewind and change my story? You look a little stressed out. Are you okay? I'm just a little worried about my future. You're sweating pinballs. Is that all you're thinking about? You can always be upfront with me, Max. Or have you done something wrong? Is that it? Well, Max, talk to me. Dann jetzt die andere Entscheidung. I just got sick in class. Female trouble. Except you're wandering around like a zombie. And do you think that's the first time a student has used that line on me? It's the truth. I felt dizzy in Mr. Jefferson's class. Just tell me what you're hiding. You can trust me. There's nothing to hide. I got sick. It happens, you know. There's that teen toot again. You know, I've heard enough. Don't think I don't know what goes on around here. You've only been here for 3 weeks and you're already causing conflict. I don't think your parents will approve when they find out. Now get outside with class. Please. No, he does not buy that at all. I may have just flushed my scholarship down the Mir toilet. gefällt das irgendwie auch gerade nicht. Yes, I could rewind and actually tell him the truth. Ich sag ihm die Wahrheit. Nee, mir gefällt das eigentlich noch weniger als das andere, muss ich sagen. Ich weiß, es ist... You look a little stressed out. Nathan melden. Ja, wir ziehen das jetzt durch. I just saw Nathan Prescott. Warte. So. Ich ziehe das jetzt durch. Ich habe ihn jetzt angeschwärzt. Ich lebe damit. Meine erste Entscheidung. So, jetzt gehe ich. Jetzt ist es fest. Ich weiß immer noch nicht, ob es gut war. Aber die zweite Entscheidung hat mir irgendwie noch weniger gefallen als die erste. Would Nathan Prescott please come to the front office? Thank you. Oh, weil. Oh, ein Eichhörnchen. No. Na gut. Noch mehr Eichhörnchen. Das sind voll viele Eichhörnchen. Na gut. Schauen wir uns weiter um. Rachel Amber. She looks so hopeful and pretty. I wonder what happened to her. Das ist eine gute Frage. Was ist das für ein fettes Gesicht? Blackwell Academy 1910.
Hello, Miss Grant. Hi, Miss Grant. Excuse me, Max. I know everybody loves being asked to sign a petition. But would you do Miss Grant a favor and hear me out? Okay. Sure, I always have time for you. What's the petition? David Madsen, our chief of security, wants to put surveillance cameras all around the campus. Halls, classrooms, gym, dorm rooms, etc. Blackwell Academy should be a high school, not a high-security penitentiary. Hätte Rachel helfen können. Ja, eigentlich ist es verrückt. Andererseits hätte wirklich Rachel helfen können. Das ist verrückt. That's crazy. I get why school should be on high alert these days, but cameras in the dorm rooms. It's a slippery slope. And it's up to you and your classmates to stand up here. Blackwell Academy has a noble heritage. From the Native Americans who founded this land, to the pioneers who shared it in peace, not fear and violence. Was liegt denn darum? Na gut. Jetzt habe ich ja keinen Zeitdruck, um meine Fragen, also meine Antwort zu machen. Blackwell is that old? That's incredible. You should learn a little history about your alma mater. You'll find some fascinating facts. There's a lot of power in this region. I think it helps the creative juices flow around here. Now, before I assign you homework with this lecture, will you please sign the petition to keep our campus from going back to 1984? Ich werde unterschreiben. Absolutely. I don't mind security, but not pure surveillance. I knew you were my favorite new student at Blackwell for a good reason. Diese Tat wird Konsequenzen haben, das denke ich mir. Einerseits Positives für Miss Grant, andererseits wahrscheinlich Negatives für die, die es befürworten, aber nun gut. Gott, wie schaut denn die aus? Stella. Na, Eichhörnchen. Kann ich ein Foto von dem Eichhörnchen machen? Eichhörnchen? Eichhörnchen? Kann ich anscheinend nicht. Na gut. Was haben wir hier? Huch. Hilfe, Hilfe. Hi Max, kannst du... Hallo, ich möchte hier lesen. Kannst du mir meinen Stick mitbringen? Brauche ich hier Info und Platz. Hallo? Sorry, bin spät dran. Verrückter Tag. Ich sehe dich auf dem Parkplatz. Bin cool, wirst schon sehen. Meine Kamera ist bereit. Bis gleich, hoffentlich. Okay. Alles gut. Ah, ich habe jetzt noch... Ach, genau, ich habe jetzt noch ein paar mehr Leute kennengelernt. Schauen wir die uns mal kurz an. Nathan. Ich dachte, Victoria Chase wäre mein größtes soziales Problem. Jetzt muss ich mich auch noch mit Nathan Prescott rumschlagen. Ich denke, er hat meine verrückte Zeitreisekraft ausgelöst, als er das Mädchen im WC erschossen hat. Er ist 19 und bereits ein furchterregender Scheißkerl. Ich denke, ich habe einen kleinen Vorteil gegenüber Nathan mit meinen Zeitreisen, aber wenn er mich erschießt, kann ich auch nichts mehr ändern. Ich muss aufpassen, wenn er in der Nähe ist, besonders weil er Freunde in wichtigen Positionen hat. Der Name seiner Familie steht quasi auf jedem Gebäude in Blackwell. Sein Geld gegen meins. Nathan tut mir schon leid. Er scheint sich nicht unter Kontrolle zu haben, als hätte er Drogen oder zu viele Medikamente genommen. Andererseits ist er ein Arsch, den niemand zur Rechenschaft zieht. Und er hat nur fast? Oder hat er? Na egal. Ein Mädchen auf dem Campus getötet. Soll ich direkt zur Polizei gehen? Was soll ich zu meiner Zeitreise sagen? Gar nichts. Ich muss ab jetzt Augen im Hinterkopf haben. Ja gut, das ist natürlich auch ein Problem. Jetzt ist natürlich Nathan hinter uns her, weil er jetzt, kommt drauf an, was der Direktor erzählt. Aber ich denke, er wird sagen, dass wir ihn sozusagen verpfiffen haben. Man wird dazu Stellung beziehen, aber es steht im Prinzip unser Wort gegen seins. Und nun gut, er ist der mit Fat Money, der hier die Schule im Prinzip mitfinanziert wahrscheinlich. Da steht sein Geld gegen meins. Schwierig. David war wer? Ach, das ist der Sicherheitstyp. Wow, der Wachmann ist das größte Arschloch hier. Und das will was heißen. Er tut so, als habe jeder ein Verbrechen begangen oder steht kurz davor, eins zu begehen. Er hat mich heute im Flur ausgefragt und ich dachte, er verhaftet mich. Ich weiß nicht viel über ihn, aber ich habe gehört, er wurde aus der Armee geworfen oder so. Natürlich wird der Sicherheitschef an der Blackwell Academy angestellt. Man soll sich doch sicher auf dem Campus fühlen. Oder etwa nicht? Dieser Dude stolziert überall mit seiner Marke und Knarre rum, als wollte er den Elektroschocker zücken. Er würde mir aber ein gutes Porträt für Autorität liefern. Wer heiratet so einen Typen? Seine Familie, tut mir leid. Muss sein, als lebe man in einer Kaserne. Grusel. Noch einer, dem ich aus dem Weg gehen sollte in Blackwell, muss sie alle sammeln.
Dann den Direktor noch. Gott. Ich weiß nicht, was Direktor Wells Problem ist. Er scheint mir stets zu misstrauen. Wer hätte gedacht, dass ich solchen Ärger bereite? Er wollte wissen, warum ich Löcher in die Luft starre. Ich stottere wie ein Trottel. Er hat so viel Macht über mein Stipendium, dass er mich mega nervös macht. Ich habe ihn mit anderen Lehrern und Schülern lachen sehen. Also weiß ich, dass er ein Problem mit mir hat. Er schien etwas gestresst, aber das wäre ich auch, wenn ich Blackwell und das ganze Theater beaufsichtigen müsste. Sein Atem roch nach Alkohol. Aber das könnte auch sein Eau de Cologne gewesen sein, oder? Bei meinem ersten Besuch in seinem Büro war er so nett und gab mir das Gefühl, Teil einer besonderen Welt zu werden. Er meinte, er hofft, ich werde mal eine großartige Fotografin und erwidere Blackwell den Gefallen. Das halte ich für Wunschdenken, aber es hat sich gut angefühlt. Ich darf nur nicht weiter auffallen, bis ich sein Vertrauen gewonnen habe. Vielleicht war das doch nicht so gut. Ach Gott, das ist alles falsch gefühlt. Alles, was ich mache, ist gefühlt falsch. Oh Gott, gleich mehrere Seiten? 7. Oktober. Das wird der merkwürdigste Eintrag aller Zeiten. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es begann mit dem lebhaftesten Traum meines Lebens. Ich lief mitten in einem Sturm zum Leuchtturm, was ich zur Klippe kam. Dann sah ich einen riesigen Tornado auf Arcadia Bay zusteuern. Es war so echt, dass ich den Regen auf meinem Gesicht fühlte und die Hosen voll hatte. Dann wurde ein Boot in den Leuchtturm geschleudert und ich dachte, ich sterbe. Aufgewacht bin ich in Jeffersons Stunde. Dabei habe ich nicht mehr geschlafen. Wäre fast vom Stuhl gefallen. Er hat mich fast gefragt und ich habe total versagt. Victoria hat mich natürlich noch dümmer aussehen lassen. Sie ist zu fies. Gott, was ist denn heute los mit dem Lesen? Dann war ich zu feige, ein Foto für den Helden des Alltagswettbewerbs einzureichen, während Victoria sich bei Jefferson einschleimte. Er ist zu cool und will, dass ich Erfolg habe. Okay, das sind jetzt einfach im Prinzip die vergangenen Sachen, oder? Könntest du eigentlich trotzdem kurz lesen? Mal schauen, was da noch so zusätzlich drin stand, eventuell. Ich fühle mich so beschissen, ich wollte bloß auf der Toilette allein sein und mein Gesicht waschen. Nach diesem Albtraum im Bad sah ich diesen wunderschönen blauen Schmetterling reinfliegen. Und als ich in der Ecke ein Foto von ihm machte, kam Nathan Prescott rein und führte wirre Monologe. Ich versteckte mich und dann kam diese Punkerin rein und sie stritten über Drogen und Geld. Dann zog Nathan allen Ernstes eine Waffe und erschoss sie. Hier wird es merkwürdig. Als er abdrückte, kam ich aus der Ecke und streckte aus irgendeinem blöden Grund meine Hand aus, als könnte ich die Kugel aufhalten. Plötzlich fühlte ich die Veränderung in der Welt um mich und den Druck auf meinem Kopf. Alles schien rückwärts zu laufen und ich war wieder an meinem Tisch. Ich dachte, mir wären Drogen untergejubelt worden, bis ich mich beruhigte. Im Unterricht lief alles wie vorher. Täglich grüßt das Murmeltier. Irgendwie konnte ich die Zeit zurückdrehen. Einen Nervenzusammenbruch konnte ich nur verhindern, indem ich ausprobierte, ob ich diesmal das Mädchen vor Nathan retten könnte. Kein Plan wie. Kein Plan wie. Ich wusste nur, dass ich nicht mit mir leben können würde, wenn ich sie wieder sterben ließe. Diesmal konnte ich Jefferson mit den richtigen Antworten auf all seine Fragen entkommen und aufs Klo eilen. Also im Prinzip sozusagen die Zusammenfassung und was ich mich im Endeffekt entschieden habe. Ich versteckte mich wieder und konnte es kaum glauben, als Nathan auftauchte und wieder durchdrehte. Dann kam das Mädchen wieder aufs Klo und bevor Nathan sie erschießen konnte, löste ich den alten Feueralarm aus und verscheuchte sie beide. Sieg. Bis ich vom Sicherheitschef David Mason, der sich für Chuck Norris, Blackwell Ranger hält, ausgefragt wurde. Ach, Chuck Norris, Blackwell Ranger. Nathan Prescott hätte fast ein Mädchen getötet, aber das Problem bin ich. Ich war so froh, als Direktor Wells einschritt und David wegscheuchte. Eine habe ich noch. Ich traf die womöglich fatale Entscheidung, Direktor Wells zu sagen, dass Nathan im Klo mit einer Waffe rumgefuchtelt hatte. Ich wollte aber das Mädchen oder meine Zeitreise nicht erwähnen, aus offensichtlichen Gründen. Warum hat sie das Mädchen eigentlich nicht erwähnt? Sie wäre die zweite Augenzeugin gewesen, die es garantiert bestätigen könnte, dass er Dreck am Stecken hat. Na gut. Er glaubte mir nicht und schaffte es fast, dass ich mich schlecht dafür fühlte, ihm erzählt zu haben, dass Blackwells allergrößter Wichtigtuer Waffen besitzt. Ich konnte ihm nicht sagen, dass er in der vorherigen Zeit schien ein Mädchen umgebracht hatte.
Mein Schultag hatte also mit einem apokalyptischen Traum begonnen und endete damit, dass ich ein Leben rettete und entdeckte, dass ich die Zeit zurückdrehen kann. Besser geht's nicht. Vielleicht war es doch nichts. Ich bin immer noch nicht sicher, ob das gut war, was ich getan habe. Okay, I better get to my dorm and grab that flash drive.